Hallo meine Freunde, hola Madridistas. 350 Millionen Euro. Das ist die unglaubliche Summe, die Al-Ali oder besser gesagt der saudi-arabische Fußballfonds für Vinicius Junior Ablöse an Real Madrid zahlen möchte. Dann soll Vini natürlich dementsprechend auch ein Gehalt bekommen, was es in der Geschichte des Fußballs noch nie gab. Was an diesem Gerücht dran ist, wo das herkommt und was ich anstelle von Real Madrid machen würde, darüber reden wir natürlich in diesem Video. Und wenn wir schon mal bei Brasilianern sind, kommen wir zum zweiten Brasilianer, wo es Transfergerüchte gibt. Denn Fabrizio Romano hat die neuesten Informationen zu Rodrigo veröffentlicht. Und so wie es aussah, gab es bereits die ersten Gespräche und Madrid, formulieren wir es mal so, hat Rodrigo die Tür nicht zugemacht. Ja. Und ansonsten bin ich gespannt, wie alt ihr seid, denn wer von euch kennt den Film 3 Hochzeiten und ein Todesfall? Lasst das mal bitte in den Kommentaren, bin ich echt mal gespannt. Ganz so dramatisch ist es bei Madrid nicht, aber wir unterhalten uns über 2 Hochzeiten und einen gescheiterten Deal. Also, was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, 2 Hochzeiten und ein gescheiterter Transfer. Fangen wir erstmal mit den guten Nachrichten an. Denn 2 Spieler von Real Madrid haben gestern geheiratet. Fangen wir mit dem ersten an, Endrick. Viele von euch wundern sich und sagen, warte, der ist doch schon verheiratet. Ja, wenn man es ernst nimmt, er ist schon seit September verheiratet, kurz nach seinem 18. Geburtstag. Doch gestern war die große offizielle Feier in Madrid. Alle in weiß, wunderschöne Fotos. Und man muss sagen, diese Hochzeit, auf die prallt relativ viel Kritik. Ich meine, wenn man von draußen drauf schaut, kann man skeptisch werden und denken, boah, der ist gerade 18, warum heiratet der? Aber ich bin selber das beste Beispiel. Ich würde keinen Menschen kritisieren, weil wir nur wissen, wie es von außen aussieht. Keiner weiß, wie es im Innenleben aussieht. Ich selber bin mit meiner Frau zusammen, da waren wir beide noch Kinder. Jeder, dem wir gesagt haben, wir sind zusammen, ja, mal schauen, wie lange das hält, das kennt man ja selber. Aber meine Frau und ich, wir wussten schon nach 3-4 Tagen, das wird für den Rest unseres Lebens so bleiben. Auch wenn die anderen uns ausgelacht haben. Und jetzt, schau uns an, über 20 Jahre später, 2 Kinder, immer noch sehr, sehr glücklich. Für mich immer noch die beste Frau der Welt. Also, bevor man Kritik äußert, ich schau von draußen drauf, sehe 2 junge Verliebte, drücke Endrick und Gabrieli Miranda die Daumen, mögen sie glücklich sein und eine stabile Beziehung, eine stabile Frau fördert einen Mann und ich glaube, das kann seine Leistung auf dem Fußballplatz noch einmal steigern. Ja, von dem einen Brasilianer zum anderen und zwar Eder Militão. Und die Nachricht hat mich überrascht, denn ein Eder Militão war die letzten Jahre eher dafür bekannt, jeden Sommer eine neue Freundin zu haben. Aber umso mehr freut es mich, dass er anscheinend endlich zur Ruhe kommt. Ich glaube, das kann ihm auch auf dem Fußballplatz tatsächlich helfen. Gestern Abend hat er in Brasilien mit Vini, mit Rodrigo, mit Camavinga, natürlich mit Camavinga, geheiratet. Und zwar Tainá Castro, auch den beiden drücke ich die Daumen. Diese Dame hat man oft gesehen, während Eder Militão sich wieder erholt hat von seinem 2. Kreuzbandriss. Vielleicht gibt ihm das die Stabilität, die wir auf dem Fußballplatz von einem Innenverteidiger brauchen. Und ich muss sagen, die erste halbe Stunde, die er uns gezeigt hat, gegen Paris, hat mir sehr gefallen. Weiß Gott, vielleicht ist Tainá ein Grund für seine gute Leistung. Ich drücke ihm und seiner Frau die Daumen. Mögen sie auch den Rest ihres Lebens glücklich sein. Ja, wie gesagt, 2 gute Nachrichten, kommen wir jetzt zur schlechten. Denn gestern im Video, das ist glaube ich kaum einen aufgefallen, habe ich gesagt, am Ende werde ich noch eine schlechte Information haben. Habe sie aber dann tatsächlich vergessen. Heute vergesse ich sie nicht. Ja, ich habe euch vor 3-4 Wochen gesagt, das marokkanische 16-jährige Supertalent Abdellah Ouazzane wechselt ablösefrei von Ajax nach Real Madrid. Der Spieler war schon in Madrid, man hat Fotos gesehen, ein Fabrizio Romano hatte auch schon sein Here We Go gegeben, also eine bessere Quelle, wie gesagt, kann es kaum geben.
Aber ein Vertrag ist nun mal dann erst rechtsgültig oder ist dann erst zu 100% abgeschlossen, wenn beide Parteien ihn unterschrieben haben. Und dazu ist es nicht gekommen. Und dazu wird es auch erstmal nicht kommen. Denn so wie man mitbekommt, ist Abdellah Ouazzane durch den medizinischen Check durchgefallen. Was da genau los ist, das dürfen wir nicht erfahren, das wird auch keiner erfahren. Der Junge ist 16, minderjährig. Was da in diesem medizinischen Bericht steht, das geht nur ihn selber und seine Eltern was an. Aber es führt dazu, dass Real Madrid einen ablösefreien Supertalent, wie gesagt, nicht geholt hat. Also, ich drücke Abdellah Ouazzane die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist, dass er sich erholt. Weiß Gott, vielleicht in 1 oder 2 Jahren kann er immer noch zu Real Madrid wechseln. Ich drücke ihm die Daumen. Tatsache ist, die Info muss ich euch leider weitergeben, der Deal zwischen Abdellah Ouazzane und Real Madrid ist nicht zustande gekommen. Ja, der nächste Deal, der zustande kommen kann oder nicht, kommen wir jetzt zu den nächsten Brasilianern. Das Video ist sehr brasilienlastig, merke ich heute. Ja, kommen wir zu Rodrigo. Was bei Rodrigo los ist, brauche ich euch, glaube ich, allen nicht erklären. Ein Spieler, der unter Carlo Ancelotti einer der Superstars der Mannschaft war, gleichzeitig jetzt unter Xabi Alonso Ersatzspieler. Ein Rodrigo ist damit nicht zufrieden, ein Florentino Perez wahrscheinlich auch nicht, ein Xabi Alonso wahrscheinlich auch nicht und alle Parteien suchen jetzt nach einer Lösung. Und Fabrizio Romano, eben noch über diese perfekte Quelle geredet, hat die letzten Informationen zu Rodrigo gestern veröffentlicht. Hören wir uns die zusammen einmal an. Weil ich mit Rodrigo anfangen wollte. Es gibt viele Geschichten, viele Beiträge in den sozialen Medien, viele Nachrichten über Rodrigo, aber auch viele von euch fragen mich, was mit Rodrigo los ist oder warum es keinen Durchbruch in den Gesprächen gibt. Weil, Leute, das Gespräch beginnt jetzt erst und wie ich euch gesagt habe, wird es einige Treffen brauchen. Nicht nur eins und dann ist Schluss. Aber zwischen Rodrigo und Real Madrid wird noch einige Zeit vergehen. Wenn ich Rodrigo sage, meine ich nicht nur den Spieler selbst, sondern auch Rodrigos Trainingslager und Real Madrid. Warum? Denn wir wissen, dass Rodrigos Situation kompliziert ist. 5 Spiele in Folge auf der Bank bei der Club-Weltmeisterschaft, Start auf der Bank bei der Club-Weltmeisterschaft, nicht auf Rodrigos Niveau. Wahrscheinlich nicht verdient für einen Spieler wie Rodrigo, aber Xabi Alonso hat seine eigene Entscheidung getroffen. Er hat immer gesagt, es sei eine technische Entscheidung gewesen. Gleichzeitig werden Rodrigo und Real Madrid weitere Gespräche führen, eine weitere Gesprächsrunde. Worum geht es jetzt? Rodrigo steht vor einer großen Veränderung, einer großen Chance, denn auf der einen Seite hat er die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen, zu konkurrieren, bei Real Madrid zu bleiben und für den Verein zu kämpfen. Auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit zu gehen und die Chance zu ergreifen, zu einem anderen internationalen Verein zu wechseln. Also Rodrigo hat im Gespräch mit Real Madrid die Botschaft erhalten, dass Real Madrid ihm die Türen nicht verschließt. Wenn er gehen möchte, kann der Spieler aus Sicht von Real Madrid gehen. Dann gibt es noch die Bedingungen des Deals. Wenn man Berichte über 80 Millionen Euro sieht, höre ich, dass Real Madrid deutlich mehr als das will. Real Madrid wird wahrscheinlich bei über 100 Millionen Euro anfangen. Dieser Preis könnte dann reduziert werden, aber sie werden auf jeden Fall mit mehr als 100 Millionen Euro starten. Real Madrid öffnet also die Türen für einen Abgang von Rodrigo, aber immer noch nur bei einem wichtigen Angebot. Gleichzeitig muss Rodrigo eine Entscheidung treffen. Auf der einen Seite, wie ich bereits erwähnt habe, die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und bei einem anderen Verein eine neue Chance zu bekommen, woanders ein Star zu sein. Auf der anderen Seite ist Rodrigo immer noch in Real Madrid verliebt. Für Rodrigo ist es nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Rodrigo liebt den Verein. Rodrigo liebt Real Madrid. Rodrigo hat das Gefühl, dass er dem Verein noch viel geben kann. Also ist es ein komplizierter Moment, in dem er eine große Entscheidung treffen muss. Es gibt Interesse aus England und nicht nur von dort. Sicherlich gibt es viele Top-Clubs, die an Rodrigo interessiert sind. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, denn Leute, wenn Rodrigo sich entscheidet zu gehen, wird es definitiv viele Bewegungen um ihn herum geben. Ganz sicher aus der Premier League und nicht nur von dort. Der Fall Rodrigo wird also in den nächsten Tagen weitergehen. Weitere Gesprächsrunden mit Real Madrid. Wir werden sehen, was passiert, aber das wird mehr von Rodrigo selbst als von Real Madrid entschieden. Also warten wir auf diesen Schritt. Ja, ihr habt es selber gehört. Es gab erste Gespräche zwischen Real Madrid und dem Camp Rodrigo. Rodrigo selber, wie gesagt, war in Brasilien Hochzeit feiern, also der hat die Gespräche wohl nicht geführt. Und Real Madrid hat dem Camp Rodrigo klargemacht, wir machen dir die Tür nicht zu, wenn du Real Madrid verlassen möchtest. Und klar muss auch sein, du musst dafür aber auch ein Angebot reinbringen.
mit über 100 Millionen Euro. Diese Summe mag irgendwem jetzt vielleicht hoch erscheinen, aber ich selber, wenn ich schaue, dass gestern Manchester United für einen Spieler, den ich noch nicht mal kenne, bin ich ganz ehrlich, Mbeumo, hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen, 80 Millionen Euro fast zahlt. Sorry, dann ist der brasilianische Nationalspieler, der im Halbfinale der Champions League 2 Tore gegen Manchester City in 2 Minuten gemacht hat, oder 3 Minuten, Rodrigo, ja, dann ist der über 100 Millionen Euro wert. Wenn der Transfermarkt so ist, dann ist es das. Aber so einfach ist es nicht. Natürlich ist ein Rodrigo nicht zufrieden mit seiner jetzigen Rolle. Natürlich, 5 Spieler am Stück auf der Bank, kein Stammspieler, aber Madrid ist Madrid. Der beste Verein der Welt. Und dazu kommt noch, dass das Leben in Madrid natürlich auch ein schönes Leben ist. Freunde, Familie, gutes Wetter, gutes Essen etc. Natürlich fühlt sich ein Rodrigo in Madrid gut und man muss erstmal überlegen, ob man das aufgeben möchte. Real Madrid macht Rodrigo aber auch keinen Stress. Wir haben gestern die finanziellen Mittel von Real Madrid gesehen. Die sind nicht unbedingt angewiesen auf diese 100 Millionen Euro. Freut mich als Madrid-Fan, dass ich das einfach mal so sagen kann. Also, Real Madrid setzt einem Rodrigo nicht die Pistole auf die Brust und sagt, du musst uns jetzt verlassen. Madrid lässt alles in Rodrigos Karten. Rodrigo weiß, dass ein Xabi Alonso ihn erstmal nicht als Stammspieler sieht. Rodrigo weiß, Real Madrid macht ihm nicht die Tür zu, aber Rodrigo muss jetzt selber über seine Zukunft entscheiden. Das ist der letzte Punkt zu dem Brasilianer. Ich weiß aus den Kommentaren, viele von euch hoffen, dass er bei Real Madrid bleibt. Die Zeit wird es zeigen. Ja, und kommen wir jetzt zum letzten Thema, auch wieder ein Brasilianer, aber ihr habt es im Thumbnail gelesen, das Thema, was den Madridismo gerade beschäftigt, 350 Millionen Euro. Das soll der saudi-arabische Fußballfonds bereit sein, als Ablöse an Real Madrid zu zahlen. Über 120 Millionen Euro mehr als der teuerste Transfer der Geschichte, Neymar. Ja, und bevor wir über dieses Gerücht urteilen, müssen wir erstmal schauen, wo kommt dieses Gerücht überhaupt her? Wer hat diese Information gegeben? Ja, und ich habe für euch tatsächlich die erste Quelle gefunden, wo das herkommt. Hören wir da einmal rein. Gutes Zeug. Wir beenden das Gespräch mit Vinicius Junior. Geht er nach Saudi-Arabien? Es wird darüber geredet. Es ist die Rede davon. Ich meine, das wäre ein unglaublicher Deal. Das sind Informationen, die wir in den letzten 20 Minuten oder so von unserem saudischen Korrespondenten Ben Jacobs erhalten haben. Saudische Dealmaker planen einen Sommertransfer des Superstars von Real Madrid und sind laut Ben bereit, eine Weltrekordsumme von 350 Millionen Euro zu zahlen. Ja, und in diesem Fußball-Podcast habt ihr es selber gehört, Ben Jacobs ist derjenige, der als Saudi-Arabien-Korrespondent diese Information als erster herausgefunden hat, hervorgebracht hat. Und Ben Jacobs, ich zeige euch mal seinen Twitter-Account, hat über 500.000 Follower, also scheint ganz bekannt zu sein. Was mich allerdings wundert ist, wenn er so eine Weltneuheit herausgefunden hat, warum hat er diese Nachricht nicht angepinnt? Oder warum ist diese Nachricht überhaupt nicht in seinem Feed zu finden? Also das hat mich persönlich gewundert. Vielleicht führt er seinen Twitter-Account nicht so aktuell. Naja, wie dem auch sei, die einzige Quelle, auf die sich alle beziehen, ist dieser Ben Jacobs. Wie vertrauenserweckend diese Quelle ist, das muss jeder für euch selber entscheiden. Für mich ist es natürlich kein ganzer Zufall, dass mitten in den Vertragsverhandlungen zwischen Madrid und Vini auf einmal wieder Saudi-Arabien auftaucht. Es ist irgendwie gefühlt jedes Jahr das Gleiche. Natürlich haben die Agenten von Vini Junior gerade nicht die beste Verhandlungsposition. Der Spieler verlangt 60 Millionen Euro brutto, 30 Millionen sollen auf seinem Konto ankommen. Real Madrid sagt, sorry, deine Leistungen im letzten Jahr rechtfertigen nicht diese Summe. Und die Agenten haben natürlich jetzt ein viel besseres Standing, wenn die sagen können, ja, schaut mal an, in Saudi-Arabien wollen die 1 Milliarde im Jahr, glaube ich, ihm Gehalt zahlen. Wie gesagt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Situation wahr wäre. Wie gesagt, ich kann euch hier nicht sagen, dass es so ist. Wenn es wahr wäre und Saudi-Arabien Real Madrid 350 Millionen Euro anbietet, müssen wir uns trotzdem erstmal anschauen, was möchte der Spieler? Wenn Vini sagt, ja, ich möchte nach Saudi-Arabien, sorry, mashallah, Madrid nimmt die 350 Millionen Euro, das ist 1/3 deines Jahresumsatzes
Und Vinny wechselt nicht mal zu einem direkten Konkurrenten, nicht nach Paris, nicht nach Manchester City. Nein, der wechselt nach Saudi-Arabien. Natürlich muss Madrid das dann annehmen. Dann kannst du auf Vinny vielleicht alle 4 Jahre einmal in der Club-WM treffen, aber so eine Summe, natürlich müsste Madrid ja sagen, wenn Vinny sagt, ich möchte wechseln. Aber Vinny hat bisher immer gesagt, ich möchte Geschichte bei Real Madrid schreiben. Ich weiß nicht, wie oft ich euch diese Clips schon gezeigt habe und es sind immer wieder verschiedene. Vinny sagt immer wieder das Gleiche. Also, meiner Meinung nach muss Real Madrid erst einmal mit Vinny sich unterhalten und klar fragen, was ist dein Ziel für deine fußballerische Zukunft? Möchtest du Geschichte bei Real Madrid schreiben? Möchtest du weiter die Champions League gewinnen? Wirst du wieder der Vinny, der unermüdlich von der ersten bis zur 90. Minute geackert hat, der die Karriere von einem Joshua Kimmich im Champions League Halbfinale zerstört hat, der in 2 Champions League Finalen getroffen hat, der nicht aufgehört hat zu kämpfen? Wenn du dieser Vinny wieder wirst, dann sind mir 100 Millionen egal, dann sind mir 350 Millionen egal. Wie eben schon gesagt, Real Madrid ist Gott sei Dank auf diese Gelder gerade nicht angewiesen. Möchtest du aber der Vinny sein, der du in der letzten Saison warst? Der Vinny, der abwinkt. Der Vinny, der mit Mbappé zusammen sich entscheidet, wenn der nicht läuft, laufe ich auch nicht. Der Vinny, der spazieren geht. Der Vinny, der bei einer 4:0-Klatsche lächelnd auf der Ersatzbank sitzt. Wenn du der Vinny sein möchtest, dann reichen mir persönlich auch 50 Millionen und du kannst gehen. Und dieses Gespräch ist erstmal die Basis von allem. Sollten wir den alten Vinny wiederkriegen, ist mir Geld erstmal egal, solange es Real Madrid Gott sei Dank so gut geht, wie es denen geht. Sollte Vinny keinen Bock mehr haben, dann würde ich diese 350 Millionen würde ich ihm mit der Schubkarre nach Saudi-Arabien bringen. Ja, das ist meine Meinung zu diesem Punkt. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Auch gerne zu Rodrigo, zu dem Punkt bin ich auch mal gespannt, wie ihr das seht. Und wir können uns natürlich auch gerne über die Hochzeiten und Abdel Abuasane unterhalten. Die Kommentarbox steht euch frei. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, followen etc. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder mit einer ganzen Menge Informationen. Zurzeit ist so viel los bei Real Madrid. Ich freue mich drauf. Also, bis morgen. ¡A la Madrid!